Naja, ob sie persönlich einen Fehler gemacht hat, das wird man im Untersuchungsausschuss sehr genau anschauen. Ich kann Ihnen das sagen, welche Fehler sie gemacht hat. Sie war zum Beispiel nicht rechtzeitig am Tatort. Sie war viel später da als Sie. Das hat aber jetzt mit der Abschiebung nichts mehr zu tun. Nein, aber sie hat einige Fehler gemacht, wie sie im Umgang damit aufgetreten ist. Sie war 24 Stunden nach dem Anschlag telefonisch nicht erreichbar. Der Innenminister Herbert Reul hat mehrfach versucht, sie zu erreichen. Dann sollte eine Täterbeschreibung rausgegeben werden. Die kam aber nicht, obwohl man eigentlich schon auf der Suche nach diesem mutmaßlichen Täter war. Friedrich Merz hat ihm sogar selber schon mal den Bart gestutzt. Wir erinnern uns an diese schöne Szene beim CDU-Bundesparteitag ganz zum Schluss. Wir können uns, glaube ich, das Foto mal ansehen. Hat Friedrich Merz Markus Söder, der ja den Bayerischen Löwen im Wappen hat, einen Berliner Bären geschenkt. Da ist er. Den Berliner Bären mit dem freundlichen Hinweis, dass Bären und Löwen besser sich nicht miteinander anlegen. Glauben Sie, Markus Söder wird sich daran halten? Ich habe es gerade gesagt, meine Sorgen sind überschaubar. Okay. Sind alle klug. Wenn Friedrich Merz der Bär ist und Markus Söder der Löwe, was sind Sie denn? Ja, das würde ich jetzt auch gerne wissen. Da müssen Sie mir jetzt eine Antwort drauf geben. Ach, weiß ich nicht. In unserem Wappen ist ja der Rhein und die Lippische Rose und ein stolzes Ross. Wer weiß, vielleicht passt das irgendwie auch noch in die Geschichte. Das passt insofern in die Geschichte, als wir es da mit zwei wilden Raubtieren zu tun haben. Und Sie sind dann ein zahmes Nutztier. Meinen Sie? Es kann auch ein wildes Pferd sein. Was soll uns das sagen in Bezug auf Ihre Ambitionen, vielleicht auch noch Kanzlerkandidat zu werden? Soll ich darauf antworten? Ich kenne meine Verantwortung jenseits aller tierischen Wortspiele. Und die habe ich gerade beschrieben. Lehnen Sie sich da ein bisschen mit dem Lächeln, denn Sie lächeln viel, des Genügsamen zurück und denken, Freunde... Das ist ja auch eine humoristische Art, wie Sie an das Thema rangehen. Da kann man ja mal lächeln, oder? Sie sollen sogar lächeln. Aber legen Sie sich ein bisschen zurück und denken, ich bin erst 49. Macht da mal ihr, alles klar, streitet euch noch ein bisschen. Ich kann auch in 4 Jahren noch Kanzler werden. Ist das, gibt Ihnen das die Gelassenheit? Nee, ich denke vor allen Dingen dran, dass wir in diesem Land eine bessere Regierung brauchen. Und ich leiste meinen Beitrag dazu als Vorsitzender eines großen Landesverbands der CDU und Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen. Wie ist denn der Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen wohl in 4 Jahren? Ist das dann immer noch der Mann, der mit den Grünen gut kann? Oder kehren Sie zu Ihren konservativen Wurzeln zurück? Was glauben Sie? Also ich kann es mit den Grünen gut. Wir haben es in dieser Woche bewiesen. Wir haben ein großes Paket vorgelegt für mehr Sicherheit, mehr Stringenz auch in der Migrationspolitik und für bessere Prävention. Das hätten wir wahrscheinlich mit den Liberalen und auch mit den Sozialdemokraten, so wie die Reden dann im Landtag waren, nicht hinbekommen. Das heißt, Führung und Verantwortung, auch lagerübergreifend, funktioniert, auch in einer schwierigen Zeit und auch bei schwierigen Themen. Und das funktioniert jetzt in Nordrhein-Westfalen gut. Wir sprechen gleich über Solingen. Infolgedessen haben Sie dieses Maßnahmenpaket geschnürt. Würde jetzt gerne noch mal wissen, wie der echte Hendrik Wüst eigentlich ist. Das habe ich nicht umsonst gefragt. Denn Leute, die Sie länger kennen, die beschreiben Sie als Sie jünger waren, den früheren Hendrik Wüst, als einen ganz anderen Menschen. Krawallig, stockkonservativ, fast schon auch aufbrausend. Es gibt ein Positionspapier, das kennen Sie, das Sie gemeinsam mit Philipp Missfelder, Stefan Mappus und einem gewissen Markus Söder 2007 geschrieben haben. Da sehnten Sie sich in der CDU nach heimatverbundenen Patrioten. Und als die Grünen in ihrer Heimatstadt Rede den Bürgermeister stellten, da sollen sie an die Decke gegangen sein. Wer ist denn jetzt der echte Hendrik Wüst? Der mit den Grünen kann oder der eigentlich die Grünen nicht so gut? Ja, ich konnte mit dem Grünen leider nicht so gut. Das hat nicht so gut funktioniert. Und ansonsten... Schauen Sie, ich bin jetzt seit über 30 Jahren ein politischer Mensch. Aber wann haben Sie die Angriffslust über Bord geworfen? Wann passiert das? Habe ich die über Bord geworfen? Weiß ich gar nicht. Kennen Sie nicht angriffslustig? Ja, aber es kommt jetzt heute vielleicht ein bisschen, wissen Sie, ich bin jetzt fast 50, da muss ich jetzt ja auch nicht mehr ständig aus der Hose springen. Also Muhammad Ali hat mal den schönen Satz gesagt, wer mit 50 noch so ist wie mit 20, hat 30 Jahre seines Lebens verplempert. Und da ist da was Kluges dran. Okay, Sie haben es gerade schon angesprochen, also Sie haben ein gutes, erfolgreiches Arbeitsverhältnis mit den Grünen, aber es knirscht zwischen Ihnen und zumindest einer grünen Ministerin, denn es fällt in den Verantwortungsbereich Ihrer Ministerin für unter anderem Flucht und Integration.
Josephine Paul, dass ein folgenschwerer Fehler passiert ist. Es geht um die Frage, warum wurde der mutmaßliche Islamist, der in Solingen 3 Menschen getötet hat, nicht rechtzeitig abgeschoben. Der Mann war ausreisepflichtig, sollte nach Bulgarien abgeschoben werden. Der Flug war gebucht, Bulgarien wollte ihn nehmen. Und dann ist aber, als die Polizei ihn aus seiner Unterkunft abholen wollte, ist er nicht angetroffen worden. Und danach hat man ihn nicht wieder behelligt. Man hat ihn nur ein einziges Mal aufgesucht. Wie konnte das geschehen? Das ist ein typischer Fall für dieses aktuelle System, in dem fast 90% der Dublin-Rückführung an unsere Nachbar- und Partnerländer scheitern. Und das wird aufgearbeitet. Es sind die Regierungsfraktionen, die einen Untersuchungsausschuss beantragt haben. Der wird kommen und dann wird man sich sehr genau die Abläufe anschauen und wir werden die Konsequenzen ziehen. Die ersten Konsequenzen haben wir schon gezogen. Jetzt die zweiten innerhalb des großen Paketes, dass wir deutlich besser werden wollen, noch mal mehr tun wollen bei Abschiebungen, mehr zentralisieren, Schnittstellenbeseitigung und so weiter. Auch mehr Richter einstellen für schnellere Asylverfahren, damit das besser wird. Und wir werden sicherlich auch noch weitere Dinge lernen. Wir sind damit noch nicht am Ende. Aber dass der Mann nicht abgeschoben werden konnte, liegt im Verantwortungsbereich Ihrer Ministerin für Flucht und Integration. Welchen Fehler hat sie gemacht? Naja, ob sie persönlich einen Fehler gemacht hat, das wird man im Untersuchungsausschuss sehr genau anschauen. Ich kann Ihnen das sagen, welche Fehler sie gemacht hat. Sie war zum Beispiel nicht rechtzeitig am Tatort. Sie war viel später da als Sie. Das hat aber jetzt mit der Abschiebung nichts mehr zu tun. Nein, aber sie hat einige Fehler gemacht, wie sie im Umgang damit aufgetreten ist. Sie war 24 Stunden nach dem Anschlag telefonisch nicht erreichbar. Der Innenminister Herbert Reul hat mehrfach versucht, sie zu erreichen. Dann sollte eine Täterbeschreibung rausgegeben werden. Die kam aber nicht, obwohl man eigentlich schon auf der Suche nach diesem mutmaßlichen Täter war. Und dann ist sie erst 3 Tage am Dienstag, hat sie sich erst geäußert und hat sich den Fragen der Presse gestellt. Später als Sie haben am Montag mit dem Bundeskanzler, waren Sie vor Ort. Und hat sich dann erst den Fragen der Presse gestellt, nachdem ihr Ministerium, und das haben die Kollegen vom Westdeutschen Rundfunk recherchiert, nachdem ihr Ministerium beim BAMF, also beim Bundesministerium für Migration und Flüchtlinge, sich erkundigen musste, wie das überhaupt so grundsätzlich geht mit Dublin-III-Überstellungen und Bulgarien. Sind Sie sicher, dass Josephine Paul diesem Amt gewachsen ist? Sie fragen jetzt ja indirekt nach persönlichen Konsequenzen ich frage ganz direkt. Ja. Der Ministerin. Die entscheidenden Konsequenzen sind zu ziehen, die Dinge besser zu machen. Die Menschen erwarten von uns, dass wir uns all das, was Sie beschrieben haben, und auch die Frage, kriegen wir es besser hin, abzuschieben. Was ist da schiefgelaufen, was kann man lernen? Dass wir daraus Konsequenzen ziehen, dass wir klar benennen, was nicht ordentlich gelaufen ist und dass wir daraus Konsequenzen ziehen. Und das tut die Ministerin, das tut meine ganze Landesregierung, unter anderem mit diesem größten Paket für mehr Sicherheit und stringentere Abschiebung in Nordrhein-Westfalen in der Geschichte des Landes. Also Sie halten an der Ministerin fest oder warten Sie die Ergebnisse des Untersuchungsausschusses ab? Wir arbeiten sehr konsequent daran, dass es besser läuft. Das tut auch die Ministerin. Sie halten an der Ministerin fest oder warten Sie die Ergebnisse des Untersuchungsausschusses ab? Wir arbeiten sehr konsequent an den Themen. Man kann doch schon mal die Frage stellen, wer da politisch Verantwortung trägt. Wenn das nicht die Ministerin ist, wer ist es? Sind Sie es dann? Die Verantwortung liegt darin, dass es besser gemacht wird. Und daran arbeitet sie sehr, sehr akribisch. Und das tun wir alle. Sie trägt die politische Verantwortung. Sie trägt die Verantwortung vor allen Dingen dafür, dass es besser läuft. Vielen Dank, Hendrik Wüst, für den Besuch. Und wenn ihr die ganze Sendung sehen wollt, dann klickt ihr bitte hier.